Willkommen an der Universität Hohenheim und in einem neuen, sehr spannenden Lebensabschnitt von dir. Dieses Video zeigt dir, wie du deinen Stundenplan für dein erstes Semester an der Universität Hohenheim erstellen kannst. Hier an der Uni darfst du selbst entscheiden, welche Kurse du in welchem Semester belegst. Grundlagenkurse belegst du am besten zu Beginn des Studiums. Einen Vorschlag für einen idealen Ablauf deines Studiums kannst du im Studienplan nachsehen. Diesen findest du auf der Seite deines Studiengangs. Für die Erstellung des Stundenplans musst du dich in das Portal HoCampus einloggen. Die Informationen zu deinen Zugangsdaten für HoCampus hast du nach deiner Einschreibung erhalten. Der erste Schritt zum Stundenplan ist es, die Homepage der Universität zu öffnen. Gehe dort auf den Reiter Studierende und klicke in der zweiten Spalte unter Studienorganisation auf den Button Studierendenportal HoCampus. Danach meldest du dich oben rechts mit deiner Benutzerkennung und deinem Passwort an. Wenn du dich erfolgreich angemeldet hast, sieht nun dein Bildschirm etwa so aus. Klicke hier auf den Button Studienplaner. Nun wird dir die Grundstruktur in deinem Studiengang angezeigt. Nimm dir Zeit, um das Portal gut kennenzulernen, da du es in deinem Studium häufig nutzen wirst. Für die Erstellung des Stundenplans wählst du im oberen Bereich Erstes Studiensemester aus und klickst bei Termine das aktuelle Semester an. In den ersten 2 bis 3 Semestern belegst du idealerweise je 5 Pflichtmodule pro Semester. Module sind ähnliche thematische Einheiten wie die Fächer in der Schule. Du findest die ersten 5 Module unter dem Stichwort Pflichtmodule, Pflichtbereich oder Grundstudium. Diese Bezeichnung ist je nach Studiengang unterschiedlich. Wenn du auf das Pluszeichen klickst, bekommst du eine Übersicht der Pflichtmodule in deinem Studiengang. Wenn du ein Modul anklickst, siehst du die Details zu dem jeweiligen Modul. In unserem Beispiel schauen wir uns das Modul Grundlagen der Biotechnologie an. Mit einem Klick auf das Pluszeichen siehst du nun erstens die Prüfung in dem Modul mit dem Medaillensymbol und zweitens deine Lehrveranstaltung oder deine Lehrveranstaltungen. Manchmal gehören mehrere Lehrveranstaltungen zu einem Modul. Sie werden mit dem Heftsymbol dargestellt. In unserem Beispiel siehst du unter dem Modul Grundlagen der Biotechnologie eine Vorlesung. Unter dem Modul Mathematik für Biowissenschaften siehst du eine Übung und eine Vorlesung angezeigt. Beide sind wichtig und du solltest an beiden Veranstaltungen teilnehmen. Nun kannst du auf eine der Lehrveranstaltungen klicken, zum Beispiel auf die Vorlesung Grundlagen der Biotechnologie. Dort findest du die Details zur Vorlesung. Um die Zeiten und den Ort zu sehen, an dem die Vorlesung abgehalten wird, klicke auf Parallelgruppen Termine. Hier siehst du die Termine, deine Dozentinnen und Dozenten sowie den Hörsaal, in dem die Veranstaltung stattfindet. Die Lehrveranstaltung in unserem Beispiel findet 2-mal pro Woche, montags und freitags statt. Das bedeutet, du musst 2-mal pro Woche daran teilnehmen. In großen Veranstaltungen kann es sein, dass mehrere Gruppen angeboten und hier aufgelistet werden. In diesem Fall musst du nur an einer Gruppe teilnehmen. Deine Dozentinnen und Dozenten sind für Inhalte und Organisation der Veranstaltung verantwortlich. Bei Fragen hierzu wende dich bitte direkt an sie. Du kannst ihre Kontaktdaten ansehen, indem du auf den Namen klickst. Nun kannst du die Vorlesung mit einem Klick auf Für Stundenplan vormerken in deinen persönlichen Stundenplan aufnehmen. Wenn du jetzt auf Mein Studium und dann Stundenplan klickst, kannst du dir die Vorlesung in deinem persönlichen Stundenplan anzeigen lassen. Dafür musst du das korrekte Semester und die Vorlesungszeitansicht einstellen. Beachte, dass dieser Stundenplan ausschließlich zu deiner persönlichen Übersicht dient. Zu Vorlesungen musst du dich grundsätzlich nicht anmelden. Ob du dich für andere Veranstaltungsformate anmelden musst, erfährst du in deinen Einführungsveranstaltungen oder bei dem für das Modul zuständigen Dozenten oder der Dozentin. Erst im Laufe des Semesters ist eine verbindliche Anmeldung zu deinen Modulprüfungen notwendig. Alle notwendigen Informationen zur Studien- und Prüfungsorganisation erhältst du in den Einführungsveranstaltungen zum Studienstart.
und in der Vortragsreihe Studieren mit Durchblick der Zentralen Studienberatung. Und nun viel Erfolg und Freude in deinem ersten Semester!